Einfach mal lupen. Auf jeden Fall habe ich gestern Abend auf dem Sofa gelegen, Toni. Ich weiß nicht, wie du Ich war das. Ja? Weißt denn du schon wieder? Ja, weiß ich nicht. Ich war schon vor dem Spiel überhaupt nicht. Das war wirklich, weiß nicht. Also Klassiko. Ja, aber ich war irgendwie vor dem Spiel schon wieder überhaupt nicht mehr zufrieden mit unserer Spielauswahl. Weil? Überhaupt nicht. Weil du wusstest, du musstest jetzt Also ich wusste, Real dass es kritisieren. wenigstens ein Spiel ist, was wir uns angucken, so, das ist immer schon mal hilfreich. Aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, so das Ganze, das eigentlich, ich habe das schon oft gesagt, ich habe gar keine Lust, irgendwie realen Niederlagen noch so zu bewerten. Das heißt, irgendwie du wusstest vorher, dass sie verlieren? Irgendwie haben wir ja wirklich einen ganz schlechten Einfluss auf Real. Ja, es war einfach die Irgendwann Saison. mal wurde mal einmal gewonnen zwischendurch, aber weiß nicht, will die Prozente nicht sehen, die Real gewonnen hat von den Spielen, die wir analysiert haben, aber vielleicht 1 dabei oder so. Und das war ja jetzt auch mit Ansage irgendwie das Ganze und weiß ich nicht, die Spielauswahl von uns war scheiße, weil ich einfach nicht mehr über Real-Niederlagen reden möchte. Nee, ja gut, im Endeffekt gucken wir uns ja das Spiel an, bewerten das Spiel und müssen ja nicht das große Ganze machen, wobei man natürlich sagen muss, dass die Saison, wenn wir uns während der Saison Realspiele rausgesucht haben und die Saison ja schlecht war, das einfach, würde ich uns jetzt nicht ankreiden, aber ich muss schon sagen, dass das ja jetzt, und das kannst du ja dann jetzt ganz gut bewerten, ohne jetzt ins Detail zu gehen, die zweite Saison ohne einen Titel ist ja schon... Das ist nicht akzeptabel. Das ist nicht akzeptabel, das sowieso Eine nicht. ist schon ganz schwer durchzuwinken. Sagen. Ja, 2 sind nicht akzeptabel. Punkt. Also das ist das Selbstverständnis von Real, das wissen auch alle. Das heißt, es ist dann auch so, allgemein die Stimmung, wenn man dann hinkommt zum Training, ist dann im Boot. Also ja gut, da gibt es ja nochmal besondere Themen jetzt unter der Woche auch, aber so allgemein, das kannst du... Ja, ist dann ein Ergebnis von einer langen, schlechten Stimmung. Außerhalb und innerhalb des Clubs. Ja. Auf allen Ebenen. Aber das heißt, wenn du sagst, du hattest das vor dem Spiel schon gestern, warst du auch nicht überzeugt, dass sie dieses Spiel gewinnen? Nein, überhaupt nicht. Ne? Ich meine, so ein Klassiko, wo du zumindest verhindern kannst, diesen Erzrivalen in dem Spiel zum Meister zu machen, sollte ja irgendwo trotzdem nochmal eine Motivation sein. Ja, vielleicht waren sie auch motiviert. Also ich sage ja nicht, dass sie nicht motiviert waren, aber es reicht halt einfach nicht. Es reicht nicht, auf vielen Ebenen aber auch. Also auf Ebenen von fußballerisch, von dann irgendwie auch, was man transportiert, irgendwie was rüberkommt, auch vielleicht irgendwie noch an Glaube, weißt du? So an Glauben, das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass das ein Ergebnis war, was ein Stück weit vorher schon akzeptiert ist. Ich bin sogar, ich bin sogar der Meinung, dass so ein Ergebnis wie gestern, ein 2-0, weiß nicht, ob der eine oder andere da damit auch d'accord gewesen wäre, schon vor dem Spiel. Weißt du, war ja so ein bisschen die Angst jetzt aus der Phase, der du kommst, was heißt Phase? Aus der Saison, der du kommst. Barcelona auf der anderen Seite ja auch hoch motiviert, dann Meister zu werden gegen Real. Dann noch mit den den Ereignissen, die waren, da reihen sich dann noch Verletzte dazu, weiß ich, Mbappé, Militao, Valverde, durch jetzt was unter der Woche war, Mendy, Rodrigo, sind so viele dann auch gar nicht dabei oder im Vollbesitz, dass ja so eine Gefahr dann schon immer auch besteht, trotzdem richtig abgeschossen zu werden. So, und das willst du dann schon verhindern. Oder im Endeffekt hat das wahrscheinlich verhindert, die Verletztenliste auf der anderen Seite, wo dann ja auch ein Rafinha, ein Yamal, ein De Jong, ein Koundé, eigentlich alles ganz klare Stammspieler und auch entscheidende Stammspieler auch nicht dabei waren, beziehungsweise nicht angefangen haben. So. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass das alles noch so unter dem Deckmantel vernünftig verkauft und jetzt fahren wir nach Hause irgendwie abzuhaken ist oder abgehakt wurde. Ja, ich finde ja zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal auf das Spiel gehen, also es war für mich grundsätzlich also Barca hat noch ganz vernünftig gespielt, aber ich finde nicht mal, dass sie nicht mal unschlagbar waren in dem Spiel, auch für die Realmannschaft, die da auf dem Platz stand. Nein. Das nicht, aber ich fand, das war mit einer, und wir haben ja einige gesehen, du hast einige gespielt, ich habe einige gesehen, mit eines der schlechtesten Klassikos, die ich gesehen habe, muss ich ganz klar sagen. Ich habe auch nicht so viel, ich muss sagen, guck mal, also mein Zettel,
der sonst immer oft auch beidseitig, also weiß ich nicht, das war's. Und da ist schon immer noch viel Lücke zwischendrin, muss man sagen. Also ich habe zur zweiten Halbzeit gar nichts mehr aufgeschrieben. Also hier, zur zweiten Halbzeit habe ich das geschrieben. So, das kann ich doch nicht lesen. Glückwunsch, steht da Glückwunsch schon? Ja, pass auf. Geschrieben, zweite Halbzeit einigermaßen ausgeglichen. Glückwunsch an Barcelona, nicht vergessen zu sagen. Ja, weiß ich nicht. Also wenig habe ich irgendwie noch nie aufgeschrieben. Ich hatte noch nie irgendwie so wenig Hoffnung und ich war ehrlich gesagt auch dann, weiß nicht, dann froh, als vorbei war. Irgendwie so, weiß ich nicht. Irgendwie die ganze Saison, das ganze Drumherum hat einen jetzt irgendwie nicht. Normal guckst du ein Klassiko, weißt du, so ein bisschen angespannter, ne? Ja. So, natürlich, wenn man selbst viel erlebt hat und wenn man es ja natürlich auch mit Real hält und so, dann bist du eigentlich so nochmal auch zu Hause angespannt, aber irgendwie, weiß ich nicht, ob dann irgendwie noch ein Glaube fehlt oder ob dann auch natürlich mit reinspielt, wie das Spiel dann losgeht schon. Andersrum wäre es eher ein Fußballspiel geworden, glaube ich, wenn Real früh geführt hätte. So, dann hätte man, glaube ich, ein Fußballspiel so gehabt. Aber so war es irgendwie ein frühes 2-0. Bei allen hat man das Gefühl gehabt, so, das haben wir ja so erwartet. So, und beidseitig. Ja, beidseitig, ja, klar. Und dann wurde es so runtergespielt von beiden Seiten. Real hat es geschafft, sich nicht abschießen zu lassen, haben sich vernünftig präsentiert. Barcelona hatte genug mit dem 2-0. Und so war das dann irgendwie ein Spiel, wo, glaube ich, alle unterschrieben hätten in der 60. Komm, pfeif ab. So, ja. Und das nimmt natürlich so ein Gefühl, nimmt man natürlich auch mit. Ist zu Teilen ja auch verständlich, beidseitig. Ne? Barcelona wollte einfach nur Meister werden. Real wollte das Spiel gewinnen. Das Spiel ging so los, wie es losgeht. Und ich bin bei dir. Also, wie gesagt, es war dann zweite Halbzeit auch wirklich recht ausgeglichen. Erste Halbzeit hat so Phasen, wo es wirklich ausgeglichen war, wo Real dann nochmal auch ein 2-1 machen kann, wo sie dann ein, zwei Mal Räume bespielt haben, die man gegen Barcelona immer bespielen kann. Aber so diese Überzeugung, die ist ja einfach nicht da und die kommt auch nicht rüber. Ja, die ist sowohl ja bei der Mannschaft nicht da, aber auch so, ne, wenn du als, sag ich mal, Real-Befürworter dann dich da hinsetzt und du weißt schon, dass sie das eigentlich zu 99% verlieren, dieses Gefühl an sich ist ja schon beschissen. Und das hattest du ja nie, dieses Gefühl. Nee, das ist ja immer so, also das war immer eine Hoffnung da. Also es gab ja immer so Phasen, wo Barcelona eine bessere Saison gespielt hat, dann habt ihr eine bessere Saison gespielt. Trotzdem hatte man in den einzelnen Spielen immer das Gefühl, da kann irgendwie alles passieren. Ja. Aber gehen wir mal, frühes 1-0 hast du gesagt. Freistoß Rashford, ich finde, wenn so ein Freistoß in der Position ist und der Rechtsfuß, also halb rechts und der Rechtsfuß schießt den, der ist geil geschossen. Ich sehe das viel zu selten, dass man es versucht, über Stammbein den in die Torwart-Ecke zu hauen. Ich finde, das denke ich immer, wenn der Ball da liegt und einer antritt, zu 99% versucht er über die Mauer dann in die Nicht-Torwart-Ecke zu schießen. Ich finde das viel zu selten, weil ich glaube, der Torwart, das hat man auch gesehen, in dem Fall Courtois, macht so einen Schritt rüber, weil die automatisch immer schon diesen einen Schritt rüber machen. Natürlich musst du den so perfekt treffen, aber ich denke mir, das müsste viel öfter passieren, den Ball da so über Stammbein zu schießen, weil ich finde auch nicht, dass es ein Torwartfehler ist am Ende. Er ist einfach perfekt geschossen. So und wenn du den perfekt triffst, so dann... Ja, so wie er einschlägt und alles, ist es natürlich immer schwer, dann irgendwie von einem Torwartfehler zu sprechen. Also ich habe vor dem Freistoß gesagt, eigentlich ist es... Du hast ja nicht mal dieses, okay, wer schießt jetzt? Weil es stand nur Rashford da. Also normal bist du dann so ein bisschen ja getäuscht, weiß nicht, als Mauer auch, wenn einer drüber läuft oder auch als Torwart, weil du nicht weißt, schießt jetzt der Links- oder Rechtsfuß. Du hast nur den Rechtsfuß, deswegen, auch wenn Rashford ein guter Schütze ist, war ich mir jetzt eigentlich sicher, daraus fällt eigentlich kein Tor, weil der über die Mauer ist schwer für einen Rechtsfuß da und dadurch, dass du den Drall ja als Rechtsfuß hast, der also wieder Richtung Torwart gehen würde, wenn du als Rechtsfuß über die Mauer von da schießt, dreht er sich ja nicht weg vom Torwart, sondern zum Torwart und mit der Länge von Courtois dachte ich, wenn du über die Mauer kommst, hin, Torwart-Ecke, hätte ich gedacht, jetzt sowieso gar keine Chance. Also wenn Courtois in der Torwart-Ecke steckt, ist da eigentlich nicht viel Platz. Also auch wenn Rice letzte Saison auch nochmal was anders bewiesen hat, dass das noch irgendwie geht, aber der muss dann schon perfekt geschossen sein und ja, ich bin auch weit weg von einem Torwartfehler, aber also, wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, wenn Courtois in der Torwart-Ecke steht, dass der da einschlägt,
dann hätte ich die Chancen als unfassbar gering eingestuft, weil eigentlich mit der Größe, klar machst du den Schritt nach innen, aber mit der Größe kommt Courtois eigentlich da an alles, wenn so wenig Platz ist. Aber er ist halt wirklich gut geschossen und ja, ist natürlich irgendwie so ein typischer Start, ne? So einen Start hättest du da bei so einem Spiel eigentlich eher von Real gebraucht, ne? Dass dann eher und ich glaube, sie waren schon gestern einfach auch Außenseiter, dass dann eher der Außenseiter in dem Fall mal durch so einen Freistoß, durch eine perfekte Aktion in Führung geht, um ein offeneres Spiel zu haben. Ja, dann relativ schnell das 2-0. Hat für mich irgendwie alles offengelegt, was bei Real halt so die Saison läuft. So. Also es ist super gespielt von Barca, ganz klar, die Ablage von Olmo mit der Hacke. Aber wie der Asensio einfach stehen bleibt, also das ist für mich unbegreiflich. Das ist das, was ich ja meinte vorhin. Ne? Du musst doch die Motivation haben, in so einem Spiel dann zumindest deinen Erzrivalen nicht zum Meister werden zu lassen. Das muss man ja irgendwo erkennen, da alles zu verteidigen und zu versuchen. Aber und vor allem so ein Spieler, der jetzt sagt, der hat jetzt noch nicht diese Vita und der kann sich irgendwie gewisse Sachen erlauben und dem muss das ja irgendwie noch mehr im Herz liegen, da alles reinzuhauen. Dann bleibt einfach stehen. Also so schön das gespielt ist, aber du machst es ja dadurch möglich, das so schön entspannt gefühlt spielen zu lassen. Und Rüdiger, der ja eigentlich in diesem Zweikampf ist mit Olmo, ist derjenige, der es versucht, dann doch noch auch hinzukommen. Der andere bleibt einfach stehen. Das ist für mich brutale Bilder. Also es kann immer Fehler passieren, aus gutem Willen, aber so einfach stehen zu bleiben in so einem Spiel, als so ein Spieler, das weiß nicht, also auch wenn ich jetzt nicht so richtig angespannt war und mitgefiebert habe, aber selbst das hat mich geärgert irgendwie, dass sowas passieren kann. Ich möchte es einmal eher aus der anderen Sicht sehen, aus der offensiven Sicht, wie es gespielt war. Und da hat man auch den Unterschied gesehen, finde ich, zwischen Barcelona und Real. Und zwar, du hast, dieses Tor ist ja, sag ich mal, normalerweise, wenn alle fit sind, würde ich behaupten, spielt dann Balde hinten links. Wenn alle fit sind, spielt vielleicht Olmo gar nicht, sondern hast du vielleicht einen De Jong in der Position, der dann irgendwie bei Pedri und Gavi spielt. Oder manchmal, Olmo hat auch viel gespielt. Das Tor macht Ferran, wo dann normal Yamal, Rafinha oder Lewandowski im Spielen. Und das ist aber für mich so ein Zeichen von, da sind Automatismen, da sind Abläufe, da sind Bewegungen, diese Läufe in die Tiefe von Olmo. Das andere ist dann nachher die Ausführung, dass das technisch hervorragend gemacht ist, brauchen wir nicht reden. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, bei Barcelona ist es jetzt nicht so, sag ich mal, natürlich tut denen auch weh, wenn Yamal nicht dabei ist, ein Rafinha. Aber die haben trotzdem ihre Abläufe, die sie auch spielen, wenn die nicht dabei sind. So, und das war ein absolutes Teamtor, absolute Signature-Move von Barcelona, dieser Ball nach außen. Und dann die Tiefenläufe, in dem Fall von den Mittelfeldspielern ja eher, weil die erst aus der zweiten Linie kommen. Wenn Stürmer tief geht, ist das immer vorherzusehen für einen Verteidiger und einfach zu verteidigen. Wenn das aber ein Mittelfeldspieler ist, der aus einer anderen Position kommt und dann einfach gegensätzliche Läufe macht zum Stürmer, dann ist es immer schwerer zu verteidigen. Aber sie machen die Läufe, weil diese sind einstudiert, die sind eingespielt. Und ob jetzt der Olmo den Tiefenlauf macht oder ein De Jong oder ein Rafinha, das ist nicht so entscheidend. Sie haben ihre Abläufe. Und dann macht Ferran das Tor, der vielleicht nicht spielen würde, wenn alle fit sind, aber er ist auch da, weil der auch diesen Ablauf hat und dann auch nachher die Qualität, das Tor zu machen. So, und da sieht man, dass sie halt nicht ausschließlich abhängig sind von Einzelaktionen, von Einzelspielern. Natürlich nachher ganz an der Spitze, wenn du dann diese Champions-League-Spieler hast, bist du natürlich von der individuellen Qualität auch absolut abhängig. Aber das war so ein Tor, wo ich sagen würde, es ist egal, wer den Pass spielt, es ist egal, wer den ablegt und es ist egal, wer das Tor macht am Ende. Das könnte jeder im Kader, aber der Ablauf ist da. So, und das ist für mich dann nochmal so ein Unterschied gewesen jetzt, wie man dann von mir aus auch Verletzungen auffängt, wenn man trotzdem eine ganz klare Spielidee hat und ganz klare Abläufe hat. Und im Endeffekt war das jetzt ein Ablauf von 3 Spielern,
die, wenn alle fit sind, zumindest nicht uneingeschränkt Stammspieler wären. Und trotzdem funktioniert das in der Konstellation dann an so einem Tag. Ja, das war natürlich deutlich zu erkennen. Ich finde ja trotzdem immer, dass selbst mit den 2-0, wo du denkst, boah, jetzt kann es halt auch richtig bitter werden, und du hast gesagt, Real hat sich dann noch gut verkauft. Das wäre dann diese typische Barcelona-Geschichte, ne? Dass sie dann trotzdem irgendwo gewisse Räume einfach anbieten und zulassen. Real einfach nicht die Qualität hatte, dann das irgendwie auch vernünftig zu Ende zu spielen. Es war irgendwie so ein Brahim, wo der ist auf der einen Seite Weltklasse, wie er sich dann irgendwie bis an den Strafraum auch mit Tempo-Dribblings und so. Aber was dann? So dieser letzte Ball, das war so. Ja, sie haben zwei, glaube ich, hervorragende Chancen gehabt. Ne? Einmal Gonzalo nach einem tiefen Ball von wem war das? Weiß ich nicht. Jedenfalls 1 gegen 1 und danach auch nochmal sehr gut durchgespielt. Camavinga auf Bellingham und der dann quer versucht zu spielen auf Vini. Also zwei wirklich dann klare Möglichkeiten gehabt, durch das, was du angesprochen hast, schon durch diese Räume, die Barcelona dann anbietet. Aber dann war auch wieder so eine Phase, dann war es das auch wieder. Ne? Sind halt aktuell einfach dann auch abhängig davon, dass dann aus dieser Chance oder am besten durch die erste Chance direkt ein Tor fällt, um das Spiel oder um die Statik zu ändern. Die fallen dann schon sehr schnell trotzdem wieder zurück in diese Statik davor. Also man hat nicht das Gefühl, wie du es oftmals bei Mannschaften hast, dass so ein Funke, wenn du ein paar gute Aktionen hast, dass du dann die Statik vom Spiel ändern kannst, durchgehend. Und das Gefühl hatte man einfach dann irgendwie nicht. Auch wenn sie sich, wie gesagt, ich finde, dass sie sich vernünftig verkauft haben. Das war ein okay Spiel von Real, aber das ist halt nicht, ist halt Real Madrid, ne? Nicht. Also ist halt aber auch Real Madrid und der Anspruch ist ja natürlich, das ist ja klar, ganz okay und gut verkaufen und so weiter. Ist dann schon dramatisch, dass dann das als Positives rauszieht. Müssen ja auch gar nicht weiter jetzt so auf dieses Spiel, das ist ja wirklich schnell erzählt auch. Barcelona dann Meister. Wenn du jetzt so die Realsaison siehst, alle hauen jetzt drauf, kannst du da irgendwo ein, zwei positive Sachen sehen? Jetzt gar nicht mal allgemein, vielleicht aber auch einzelne Spieler. Mir fällt da so zum Beispiel Arda Güler ein, der irgendwie so einen Riesenschritt gemacht hat, rein individuell. Ja, absolut. Also das Negative können jetzt alle machen, das gibt ja auch genug. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass das einer ist, den du in Zukunft brauchen kannst und wirst. Also war nicht selten in entscheidenden Spielen, ob die Spiele am Ende gewonnen oder verloren wurden. Aber war immer einer, der dir eine Option gegeben hat, die du nicht so oft im Kader hast. Wirklich ein sehr, sehr kreativer Spieler. Mit einem Top-Abschluss wird ihm super helfen, das Jahr, glaube ich, viel gespielt zu haben. Was findest du, weil bei dem bin ich mir nicht 100% sicher, wenn kennst ihn besser, was seine perfekte Position ist? Weil er schon aber mal da gespielt hat auch? Ja, für mich schon ein Zehner. Also reiner Zehner, offensives zentrales Mittelfeld. Für mich schon offensives zentrales Mittelfeld. Du brauchst ihn nah am Tor, weil er einen Top-Abschluss hat. Von der Mittellinie hat er auch einen guten Abschluss. Auch gut. Hat einen super Steckpass, vielleicht noch gar nicht mal diesen langen, aber wenn er, glaube ich, nah an dem Stürmer spielt oder nah an den Außenstürmern, die tief gehen, hat er einen sehr guten letzten Pass auch, muss man sagen. Hat er ja, glaube ich, sehr oft in Kombination mit Mbappé, hat das, glaube ich, sehr gut funktioniert, weil Mbappé ist natürlich auch ein Topspieler, um ihn in die Tiefe zu schicken, mit guten Laufwegen und also du brauchst ihn, glaube ich, nah an den Stürmern, weil er jetzt defensiv auch keiner ist, der ein defensiver Mittelfeldspieler ist. So, du brauchst ihn aber auf der anderen Seite auch, und das hat Real halt oft nicht geschafft, du brauchst ihn dann eigentlich nah am gegnerischen 16er, um diese Pässe zu spielen oder Abschluss zu kommen, aber du musst ihn natürlich in die Situation bringen. So, es war oftmals so, dass er dann da gespielt hat, aber nicht so eingesetzt wurde. Dann ist es fast wieder besser, wenn er eine Position weiter hinten spielt, weil er halt ein sehr, sehr gutes Positionsspiel hat, um dann dahin zu kommen, dass er da hilft, weil er halt fußballerisch dann gut ist, um dir auch im Aufbau zu helfen. Aber im Ideal, du hast mich ja jetzt nur nach ihm gefragt, ideal, nicht in dem aktuellen Konstrukt. Ideal ist er, wenn du ihn immer so, 30, 25 Meter vom gegnerischen Tor entfernt in diese Position bringst, weil da kann er spielentscheidend sein, das hat er auch schon gezeigt. Ja, weil ich finde, dass deswegen nenne ich ihn auch, weil ich finde ihn, wenn ich die Spiele gesehen habe, schon immer auch defensiv fand ich gar nicht verkehrt, er hat auch dann zumindest immer alles reingehauen. Reingehauen, im direkten Zweikampf hat er deutlich Luft nach oben, aber ja. Ja, aber ich meine, so mit den Stärken, die er hat, fand ich, der hat immer in den Spielen seine Aktion gehabt, ne, und ist dann einfach auch Opfer des,
des Konstrukts so, finde ich, gewesen, dass es dann nicht erfolgreich war. Aber dem habe ich immer, muss ich sagen, die Saison sehr gerne zugeschaut. Glaube ich schon, dass das jemand ist, der da auch in den nächsten Jahren vielleicht noch mehr in eine größere Rolle wächst. Aber ansonsten, fällt mir nicht so viel ein. Sollen wir schnell durch, meinst du? Fällt mir nicht so viel ein. Ja, ich meine, guck mal, du sagst, ne, es waren viele Verletzte jetzt, wenn die alle irgendwann zurückkommen. Der Kader an sich ist ja nicht schlecht, aber es hat ja immer dann funktioniert, wenn man da irgendwie eine Gemeinschaft reinbekommen hat. Ich meine, das hast du ja auch erlebt. Dafür braucht man natürlich dann jetzt auch irgendwo einen guten Trainer, ne? Das ist wohl immer so. Den richtigen. Und überall. Aber da werden wir nichts rausfinden jetzt. Ne? Da werden wir jetzt, denke ich, nichts rausfinden. Aber du weißt es ja auch noch nicht, ne? Du hast ja keine Internas. Nee. Manchmal hört man ja was hier und da, ne? Auf dem Flurfunk. Aber ich bin ja nicht auf dem Flur. Ja. Ja gut, wir werden nichts rausbekommen, wir werden es beobachten, werden das auch dann im nächsten Jahr natürlich verfolgen mit einer hoffentlich besseren Siegquote. Ja. No. Da müssen wir dann wirklich irgendwann den Turnaround schaffen. Ne? Ja, da wird Zeit, ne? Nach 2 Jahren? Ja. Das wird Florentino nicht zulassen. Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Kein normaler Rhythmus. Überall, wo es Podcasts gibt.